New Year, New Me. Na, seid ihr auch schon Mitglied im lebensverändernden 5 AM Club und lebt nach der 20-20-20-Methode? Habt ihr mit dem Lucky Girl Syndrome eure Denkweise komplett verändert und habt seitdem ein viel glücklicheres Leben, bei dem alles immer nach Plan läuft? Und schafft ihr alle Aufgaben in einem Jahr in nur 12 Wochen, weil ihr nicht nach dem altmodischen 12-Monats-Kalenderjahr lebt, sondern euer eigenes Ding macht und das Organisationsgame durchgespielt habt? Klar kann man ein Jahr auf 12 Wochen runterkürzen. Wie, ihr wusstet das nicht? Wenn ihr von den ganzen Sachen gehört habt, dann seid ihr vielleicht ein bisschen zu viel auf TikTok unterwegs, so wie ich. Das neue Jahr hat angefangen, Vorsätze wurden umgesetzt und wahrscheinlich wieder vernachlässigt und vor allem wurden fleißig Tipps geteilt, wie man es endlich schafft, das Beste aus seinem Jahr und aus sich selbst rauszuholen. New Year, same shit. Der Anfang des Jahres kann motivierend sein, aber eben auch ganz schön unter Druck setzen. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ich habe mindestens 20 Notizbücher, die darauf warten, endlich zu einem wunderschönen Bullet Journal, dem perfekten Kalender schlechthin verwandelt zu werden, das mein Leben in den Griff kriegt, und bei jedem neuen Notizbuch glaube ich wirklich daran. Ich bin prinzipiell offen für neue Tipps, die mein Leben besser und einfacher machen können, und deswegen möchte ich mir mal anschauen, was ein paar der Hacks können, die gerade mal wieder durch Social Media geistern, für wen sie funktionieren oder ob das alles sowieso zum Scheitern verurteilt ist. Dafür habe ich mir Hilfe geholt, und zwar vom Psychologie-Instagram-Kanal Fühlen wir vom SWR, genauer gesagt von Therapeutin Julia. Sie hat für uns die Hacks mal eingeordnet. Lasst uns keine Zeit verlieren und die Trends mal einen nach dem anderen durchgehen und schauen, ob da was Sinnvolles dabei ist oder eher nicht. Let's go! Ich würde sagen, ich bin ziemlich pessimistisch unterwegs. Mein Glas ist nicht halb leer, sondern hat Risse und läuft aus. Not to be dramatic, aber es ist so. Ich habe jetzt dank TikTok herausgefunden, alles, was mir im Weg steht, ist meine Denkweise. Auf TikTok habe ich lauter Frauen gesehen, die vom Lucky Girl Syndrome erzählt haben und vor allem davon, wie es ihr Leben mit nur einem Hack zum Besseren verändert hat. Der Hashtag hat zu diesem Zeitpunkt aktuell einfach über 190 Millionen Aufrufe und es wächst schnell. You're gonna listen to what I'm about to say because this is gonna change your fucking life. Ever since I can remember, I have always made it a point to tell everyone I am so lucky. I just always expect great things to happen to me, and so they do. Mit diesem Video hat diese TikTokerin den Trend ins Rollen gebracht. Und sie sagt im Prinzip, sagt ihr immer wieder das Gleiche. Alles funktioniert immer genau nach Plan. Ich habe einfach das größte Glück der Welt. Für mich klappt einfach immer alles. Wenn man das dann macht, soll man das Glück manifestieren können. Das hat anscheinend einen Nerv getroffen, denn ganz viele andere waren danach begeistert, wie gut diese Methode für sie funktioniert. It was literally just like an experiment. We were like, let's see if it works. And like, it literally does. Everything just works out. Everything works out. Use that. Literally use that. Like, just try it and see. Yeah. I am so lucky. Everything works out for me. All right, we all gotta start doing it. I am so lucky. I love you girls that told me to do this. Es ist ganz sweet zu sehen, wie sehr sich die meisten über die kleinsten Dinge freuen. Sie erzählen davon, wie sie auf einmal Sachen geschenkt bekommen oder unerwartete Rabatte bekommen, sie bei einem Gewinnspiel gewinnen oder sie verlorene Gegenstände im richtigen Zeitpunkt wiederfinden. Mit der Kraft der Gedanken eine neue Realität anziehen. Kommt euch das bekannt vor? Das heißt, ich muss mich jetzt einfach so fühlen, als hätte ich schon die 10.000. Okay, es fühlt sich gut an. Es fühlt sich voll gut an, schon 10.000 Abonnenten zu haben. Ja, was soll ich sagen? Ich habe damals für ein Video 10.000 Abonnenten manifestiert und es hat geklappt. Magic. Seid ihr auch schon Teil davon? Shameless Plug. Schneiden wir raus. Ich habe also nur mit der Kraft meiner Gedanken Abonnenten angezogen. Geil, oder? Also, und vielleicht mit ein bisschen Arbeit. Ein paar Überstunden, regelmäßigen Veröffentlichungen, einem Team, das an dem Kanal mitarbeitet, Reaction-Videos, die auf uns aufmerksam gemacht haben, einer coolen Community, die regelmäßig viel kommentiert und unsere Videos verbreitet. Danke an dieser Stelle. Aber ja, bestimmt auch mit meinen Gedanken. Aber irgendwas muss da ja dran sein, wenn es für so viele Leute funktioniert, oder? Da spielen wahrscheinlich einige Sachen mit rein, die dieses Phänomen erklären können. Vielleicht kennt ihr das auch. Ihr kauft euch eine spezielle Schuhmarke oder eure Eltern holen sich ein rotes Auto und auf einmal laufen alle mit denselben Schuhen rum und fahren rote Autos. Beziehungsweise man nimmt es eben verstärkt wahr. Das nennt man auch selektive Wahrnehmung beziehungsweise Confirmation Bias oder auch Bestätigungstendenz. Man neigt dazu, Informationen so auszuwählen, zu suchen und zu interpretieren, dass sie die eigenen Erwartungen bestätigen. Alles andere wird ausgeblendet. Wenn wir so bewusst daran glauben, dass wir Glück haben, dann nehmen wir das Glück vielleicht auch einfach nur stärker wahr. Dann gibt es noch etwas, das sich selbsterfüllende Prophezeiung nennt. Unsere Erwartungen und Annahmen an andere Menschen können dazu führen, dass ein sogenannter Konformitätsdruck entsteht und sich dann die Menschen genau diesen Erwartungen entsprechend verhalten. Das geht sowohl negativ als auch positiv und sowohl bei anderen als auch bei einem selbst. Wenn man zum Beispiel sagt, Mädchen können einfach kein Mathe. Und man hört das von den Eltern, den Lehrerinnen und Lehrern, den Jungs und auch anderen Mädchen, dann kann das die Selbsterwartung beeinflussen und irgendwann denkt man sich, ja gut,
Anscheinend kann ich kein Mathe. Worte und Gedanken können Versagensängste auslösen und sogar die Leistung einschränken. Glaubt man aber dagegen, dass man etwas kann, hat man eine höhere Selbstwirksamkeitserwartung und die kann sich auch positiv auswirken, weil man so dann zum Beispiel länger durchhält, wenn man ein Ziel verfolgt. Auch Julia sagt, an dem Lucky Girl Syndrome ist tatsächlich was dran, aber wir sollten das Ganze mit Vorsicht genießen. Das Manifestieren. Wir sehen es gerade aktuell überall. Es ist so ein Trend geworden. Und was ist dran? Es ist tatsächlich einfach eine Methode aus der kognitiven Psychotherapie. Und in dieser Methode geht es darum, dass man sich Situationen ganz, ganz konkret vorstellt und diese visualisiert und damit sich so motiviert, seine Ziele zu erreichen. Und jetzt hört ihr es vielleicht schon raus, da kann das wirklich auch hilfreich sein, wenn ich mir so positive neue Glaubenssätze quasi überlege und danach handle. Es kann aber auch sehr gefährlich sein, wenn ich nämlich genau das auch denke, dass es nur darum geht, etwas sich zu wünschen und das Universum wird es schon lenken, weil damit geben wir jegliche Kontrolle über unser Handeln eigentlich ab. Wenn es nicht klappt, dann bin ich selber schuld, weil ich habe einfach nur nicht fest genug dran geglaubt. Problematisch wird es dann zum Beispiel auch, wenn man sowas hier sagt. No one that I hate more than those people who are like, yeah, but I'm a realist. Like, get the fuck out of my face. Like, cool, that's probably why your life is literally going like shit. Also eine Influencerin mit weit über 100.000 Followern, die dem aktuellen Schönheitsideal entspricht, sagt, dass wenn jemand realistisch eingestellt ist, ist das wahrscheinlich der Grund, warum das Leben scheiße läuft. Schwierig. Es gibt so viele Faktoren, die dazu beitragen, welche Türen einem offen stehen. Ob man eine Behinderung hat, was man sich leisten kann, welche Hautfarbe oder manchmal auch welchen Namen man hat. Das sind Merkmale, wegen denen Leute keine Wohnung, keinen Job oder weniger Chancen kriegen können. Also, manche Menschen müssen, trotz positiver Gedanken, härter für ihr Glück arbeiten als andere, aber so ganz an den Haaren herbeigezogen ist es tatsächlich nicht. Erste Regel vom 5 AM Club: Wir stehen um 5 Uhr morgens auf und posten das auf TikTok. Welcome to the 5 AM Club. Nach dem Aufstehen trinke ich mal einen riesigen Schluck Wasser, gehe dann ins Bad, mache mich ein bisschen frisch. You have all the weapons you need. Now fight. Erinnert vielleicht ein bisschen an den That Girl-Trend, aber es geht noch viel tiefer. Denn seit Jahren gibt es einen Haufen Selbstexperimente hier auf YouTube von Leuten, die ausprobiert haben, um 5 Uhr morgens aufzustehen. Und auch bekannte Menschen wie Michelle Obama oder Apple-Chef Tim Cook und so viele mehr stehen vor oder spätestens um 5 Uhr morgens auf. Und ja, I know, wir waren in der Vergangenheit ja eher kritisch eingestellt, was das angeht, also so ein bisschen vielleicht. Oh ja, mein Morgen startet so organisiert und super um 5 Uhr morgens. Aber ich habe mich irgendwann gefragt, warum eigentlich genau 5 Uhr morgens? Der Begriff 5 AM Club kommt vom gleichnamigen Buch vom Autor Robin Sharma aus dem Jahr 2018. Hier beschreibt er, dass der Morgen die wichtigste Zeit des Tages ist, weil man hier Ruhe hat und Möglichkeiten, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Diese Stunde nennt er auch Victory Hour und sie soll die Grundlage für den Rest des Tages bilden. Man soll aber nicht einfach nur aufwachen und dann alles wie immer machen, sondern die erste Stunde nach der 20-20-20-Methode strukturieren. 20 Minuten lang reflektieren oder meditieren, 20 Minuten lang etwas lernen und sich weiterbilden, lesen oder einen Podcast hören und 20 Minuten lang bewegen. Essen, duschen, Kaffee trinken. Nicht. Ach, ich brauche für jeden dieser Sachen länger. Meine Power Hour wäre 20 Minuten lang klarkommen, dass ich aufstehen muss, 20 Minuten lang aufs Handy schauen und dann nochmal klarkommen, 20 Minuten. Man soll das auch auf sich anpassen, seine eigene Power Hour kreieren und kann theoretisch auch später aufstehen. Wichtig ist, früher aufzustehen als sonst und sich nur mit sich selbst zu beschäftigen und trotzdem genug zu schlafen. Also im Endeffekt seine Schlafenszeit einfach zu verschieben. Angeblich soll man morgens produktiver sein und es gibt sogar Studien, die sagen, dass Morgenmenschen proaktiver sind, also auch eine größere Bereitschaft haben, Sachen anzugehen und zu verändern. Aber was ist, wenn man einfach kein Morgenmensch ist? Also kann wirklich jeder Mitglied im 5 AM Club werden? Wenn man sich mal die Selbstexperimente so anschaut, dann sind die Reaktionen ziemlich gemischt. Ich habe Kopfschmerzen, ich war die ganze Woche neben der Spur. So arbeite ich bestimmt nicht besser. In dem Experiment, das ich dann hier für YouTube gedreht habe, habe ich dann aber gemerkt, eigentlich sind die produktivsten Uhrzeiten bei mir zwischen 6 Uhr und 10 Uhr morgens. Das habe ich in der Schul- und Uni-Zeit aber nicht so wirklich gemerkt. Vielleicht könnt ihr ja auch von euch selbst sagen, ob es euch eher morgens oder abends besser geht, wann ihr besser arbeiten könnt oder wann ihr leichter einschlafen und aufstehen könnt. Wenn ihr den Schlaftyp Lerche habt, seid ihr eher Morgenmenschen und werdet aber auch früher müde. Wenn ihr es morgens schwer habt und eher abends gerne länger wach seid, dann gehört ihr eher zu den Eulen. Ich glaube, ich bin eine Taube. Also weder noch. Ein bisschen lame. I know. Es soll übrigens laut Schlafforschenden noch mehr Schlaftypen geben, Menschen, die morgens und abends fit sind und welche, die morgens und abends träge sind. Und es gibt auch noch genauere Unterteilungen in Bär, Delfin, Wolf und Löwen. Aber Nina, weißt du, wer mein Löwe und mein Bär ist? Erzähl's mir. Nur du. Oh. Das kam unerwartet.
Entschuldigung, der musste sein. Fakt ist, wir haben alle eine innere Uhr und die hat nichts mit Faulheit oder Produktivität zu tun, sondern mit unseren Genen. Sie verändert sich mit der Zeit und wird unter anderem von Licht beeinflusst, aber im Großen und Ganzen kann man da auch nicht wirklich was dran ändern. Im Gegenteil. Wer auf Dauer gegen seine innere Uhr lebt oder leben muss, kann davon krank werden. Deswegen gibt es sogar die Forderung, dass der Schulunterricht später beginnen soll oder man in der Arbeit einen Powernap machen dürfen soll. Denn die gesellschaftliche Zeit passt nicht immer auf die biologische Uhr. Deswegen gibt es auch den Begriff sozialer Jetlag. Und wenn man merkt, krass, mir geht's um 5 Uhr morgens wirklich so viel besser, dann total cool. Aber wenn man einfach kein Morgenmensch ist das keine so mega gute Idee, das auf Biegen und Brechen zu versuchen, dem 5 AM Club anzugehören. Aber anscheinend gibt es einen Zusammenhang zwischen der psychischen Gesundheit und dem Schlafrhythmus. In dieser groß angelegten europaweiten Studie heißt es zum Beispiel, dass früher schlafen gehen und früher aufstehen das Risiko einer depressiven Störung beeinflussen kann. Dabei kann anscheinend auch schon eine Stunde helfen, das Risiko zu senken. Ich wollte von Julia auf jeden Fall wissen, was das genau bedeutet, also wie genau die innere Uhr und das Aufstehen mit der psychischen Gesundheit zusammenhängen. Es hat natürlich auch ein bisschen damit was zu tun, wie wir unser Leben insgesamt als Gesellschaft gestalten, weil Menschen, die lange im Bett bleiben oder sich morgens nicht so motivieren können, die nehmen meistens auch nicht so an diesem Rhythmus, an diesem gesellschaftlichen Tagesablauf teil, sind also somit auch ein bisschen ausgeschlossen und das kann wiederum natürlich das Gefühl von Einsamkeit hervorbringen. Also, es lohnt sich auf jeden Fall mal herauszufinden, ob man Löwe, Bär, Delfin, Taube oder sonst was ist und seinen Zyklus anzupassen und zu schauen, wie es einem damit geht. Denn egal was man ist, eins haben wir laut Julia auf jeden Fall gemeinsam. Wir Menschen lieben Rituale und ja, Ähnlichkeiten. Es gibt uns Sicherheit. Also insgesamt ist es sowieso nicht schlecht, wenn man sich verschiedene Rituale und verschiedene Abläufe überlegt, die einem gut tun. Wichtig ist einfach, dass jeder seine Sicherheit findet und sein Ritual, wie man gut in den Tag startet. Vorausgesetzt, man kann überhaupt seinen Rhythmus anpassen. Shoutout an alle, die in die Schule gehen. Und Shoutout an alle, die in Nachtschichten oder Frühschichten arbeiten müssen. Für alle anderen, ihr könnt den 5 AM Club ausprobieren, wenn ihr Bock habt, aber fühlt euch bitte nicht schlecht, wenn das so gar nicht für euch funktioniert. Ihr könnt auch einen 8 AM Club oder einen 10 AM Club gründen, ganz ohne schlechtes Gewissen. Oh, schon wieder! What the fuck is that? Immer wenn wir drehen, fliegt was Komisches hier rum. Das ist eine Stinkwanze, oder? Ich geh mal weg. Oh, wow. Halt dich fest jetzt! Move, 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 move. Ich sag doch, Nina, mein Löwe, mein Bär. Wo war ich stehen geblieben? Als ich diesen Trend auf meiner For You-Page gesehen habe, war ich sowohl fasziniert als auch ein bisschen überfordert und vielleicht auch ein bisschen verstört. Denn es gibt Leute, die nach einem 12-Wochen-Jahr leben und sie sagen, das war ein kompletter Gamechanger für sie. So I've been doing the 12-week year for about 3 weeks now, and I'm not being dramatic when I say that it literally changed my life. By shortening your year into 12 weeks, you're focusing on less in a shorter amount of time and therefore increasing your probability for success. Also stellt euch vor, was auch immer ihr euch für das Jahr vorgenommen habt, also neue Sprache lernen, Klavier spielen, Jobwechsel, Gewohnheiten ab- oder antrainieren, die Deadline ist nicht mehr der 31. Dezember, sondern man hat 4 Deadlines alle 3 Monate. Und auch diese Idee kommt von einem Buch, das 12-Wochen-Jahr, wie sie in 12 Wochen mehr schaffen als andere in 12 Monaten, von den 2 Autoren Brian Moran und Michael Lennington. The secret is to really see that 12 weeks as your year. If you see the 12 weeks as the year, your thinking will cause you to act with urgency on your plan and your results will skyrocket. Man lebt also in Quartalen, aber sieht jedes Quartal als ein Jahr und lebt sozusagen im Kopf 4 Jahre in 365 Tagen. Man setzt sich Ziele pro Quartal und bricht diese Ziele so extrem runter, dass man jede Woche und jeden Tag Tasks erledigt. Dafür soll man sich auch strategisch Zeit blockieren und nur dafür Zeit einplanen. Auch für Freizeit und schöne Aktivitäten wird Zeit blockiert, damit man auch Abwechslung hat und nach jedem Quartal wird reflektiert und dann gegebenenfalls angepasst. Halleluja, klingt das stressig. Und wer einen ganz kurzen Blick ins Buch wirft, dem wird auch klar, dass die Autoren eine, ich sag mal, spezielle Vorstellung von einem erfolgreichen Leben haben. Es ist dein optimales Ich, dein bestes, zuversichtliches, gesundes Ich. Dein Ich, das mit dem Besten aufwartet, das du zu bieten hast, das Dinge bewegt, etwas bewirkt und ein bedeutsames Leben lebt. Wow. Also entweder ihr werdet zur absoluten und besten und perfektesten Version eurer selbst oder euer Leben ist nicht bedeutsam oder was? Naja, dass so eine Denkweise auf Dauer nicht nur teuer, sondern auch ungesund sein kann und man sich darin ziemlich verlieren kann, diese Erfahrung muss der Aurora ja auch schon mal machen. Ich bin komplett, aber sowas von komplett in die Selbstoptimierungs- und Persönlichkeitsentwicklungsszene, aka Kult der Motivationscoaches, aka die Self-Help-Welt gerutscht. Es ist aber auch hier krass zu sehen, wie viele von diesem Hack begeistert sind, auch wenn Leute längst nicht alles schaffen, was sie sich vorgenommen haben. As much as I wanted to suddenly become the Hulk version of myself in the next 12
weeks. I wouldn't be able to achieve those goals in 3 years. And that's being generous. I do not consider it a failure. You really get to decide what you consider to be a success within this challenge. Also ist das jetzt endlich die Lösung, auf die wir alle gewartet haben? Können wir jetzt endlich mit dieser Methode alle unsere Vorsätze realisieren? 12 Wochen, ja. Es kann uns natürlich schon helfen, wenn wir ein bestimmtes Ziel verfolgen, zu sagen, boah, bis dahin muss ich die Hausarbeit geschrieben haben oder so. Aber insgesamt sollte man sich da auch immer fragen, was ist das eigentliche Ziel und wie möchte ich mich dabei fühlen? Also gerade dieses höher, schneller, weiter, da sind meistens Menschen dabei, die sich durch Angst eigentlich angetrieben fühlen, durch eine fehlende Sicherheit. Also ich muss das leisten, weil wenn ich das nicht mache, bin ich nicht gut genug. Also hier ruhig auch nochmal überlegen, okay, was ist die eigentliche Motivation? Warum habe ich das Gefühl, ich muss jetzt ganz schnell meine Ziele erreichen? Oder könnte nicht auch der Weg das Ziel sein? Ich kenne das von meinen Kalendern und Bullet Journals, so Zeitmanagementsysteme, dieses Wort, funktionieren vielleicht für eine Weile, aber irgendwann lässt man es sowieso schleifen. Also ich zumindest. Dann versucht man vielleicht mal eine App oder eine andere Technik und der Kreislauf fängt wieder von vorne an. Möchte ich ein wunderschönes Bullet Journal? Möchte ich mein Jahr clean auf einen Blick sehen? Sollte ich jede Woche meine Habits tracken? Allein die Suche nach einer geeigneten Methode frustriert mich. Und selbst wenn man seine Produktivität steigert, kann man sich frustriert fühlen. Ich habe diese Forschungsarbeit zum Thema Zeitmanagement gefunden und einer der Forscher dieser Arbeit sagt dazu, man kann seine Produktivität nicht unendlich weit hochschrauben. Man verpflichtet sich zu immer mehr. Am Ende ist es dann kein Zeitmanagement-Problem, sondern ein Du bist überarbeitet Problem. Manche Menschen wissen besser, wie viel Zeit sie für eine Aufgabe brauchen. Andere neigen dazu, sich falsch einzuschätzen. Das kann man übrigens psychologisch erklären. Es gibt etwas, was man den Planungsfehlschuss nennt. Hier unterschätzt man die benötigte Zeit für die Aufgabe, womit sich dann zum Beispiel auch der Weihnachtsstress erklären lässt. Es ist auf jeden Fall okay, mit verschiedenen Arten zu planen oder seine Zeit einzuteilen, zu experimentieren. Wenn man aber merkt, dass es einen mehr stresst als hilft, dann ist es auch völlig okay, das sein zu lassen. Wichtig ist, dass man das nicht direkt als Versagen wahrnimmt. Wenn wir etwas verändern wollen, wäre es vielleicht auch mal eine Idee, darüber nachzudenken, wieso wir Produktivität und frühes Aufstehen und das Erreichen vieler Ziele in kürzester Zeit als Erfolg ansehen. Unser Drang danach, produktiv sein zu wollen, kommt zumindest laut Psychologin Dr. Kordowitsch zum Beispiel davon, weil wir in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, in der Status von harter Arbeit und Geld abhängt. Und der Drang, produktiv sein zu wollen, ist auch angeboren, kann aber durch Social Media und wahrscheinlich genau solche Trends ziemlich ausgenutzt werden. Ich möchte es an dieser Stelle nochmal gesagt haben. Produktivität kann für jeden anders aussehen. Vielleicht ist es zum Beispiel mal produktiver, an einem Abend nichts zu machen, um den Kopf frei zu bekommen, weil man so mal durchatmen kann. Und wie produktiv wir die ganze Zeit sind, sollte sowieso nicht unseren Selbstwert bestimmen. Und wenn wir schon dabei sind, es ist auch mal okay, wenn nicht alles nach Plan läuft und man nicht gerade das luckiest girl in the world ist. Und bei der Recherche bin ich über den Begriff Productivity Anxiety gestolpert, also die Angst, nicht ständig produktiv genug zu sein und dass alle anderen mehr arbeiten und deswegen erfolgreicher und besser sind oder auch in der Freizeit man immer das meiste aus seinem Tag rausholen muss. Und ich muss sagen, ich fühle das wirklich sehr. Zum Schluss wollte ich von Julia erfahren, sind jetzt alle neuen Trends für Vorsätze mit Vorsicht zu genießen? Oder wie schafft man es, einen zu finden, der einem gut tun kann? Es kann natürlich schon helfen, manchmal so ein Trend, dass wir sagen, okay, ich wollte jetzt schon XY-Ziel erreichen. Schon immer war das ein Ziel von mir, ein Traum. Und jetzt habe ich irgendwie die Motivation. Aber trotzdem sollten wir bei solchen Optimierungstrends wirklich aufpassen, weil was machen die alle? Die gucken alle nach höher, schneller, weiter ins Außen. Und ein toller Optimierungsgrund wäre eigentlich zu sagen, okay, was kann ich denn an mir optimieren, dass es mir besser geht? Also zum Beispiel könnte eine Frage lauten, mit welchen Menschen habe ich im letzten Jahr Zeit verbracht, die mir gut getan haben? Und mit welchen Menschen möchte ich in diesem Jahr Zeit verbringen? Es geht darum, ich möchte mich zukünftig einfach besser fühlen. Das ist doch mal ein geiler Vorsatz, oder? Ich werde den für dieses Jahr auf jeden Fall umsetzen. In spätestens 12 Wochen. Versteht sich. Dass wir zuerst nach innen und nicht nach außen schauen sollten, sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir mal wieder einen neuen Trend sehen, weil so viel ist sicher, der wird kommen. Drückt euch also kein Hack oder System oder Denkweise auf, die nicht zu euch passt und vor allem lasst euch von anderen höchstens inspirieren, nicht unter Druck setzen und hinterfragt gerne mal, warum man etwas tut. Vielleicht sollte man sich nicht die ganze Zeit fragen, bin ich produktiv genug, sondern eher, mache ich das, worauf ich gerade wirklich Lust habe und was mir gut tut. Und um zu verdeutlichen, wie unterschiedlich wir alle sind, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr Löwen, Bären, Tauben oder Lerchen seid, ob ihr ein Zeitmanagementsystem benutzt oder nicht, ob euer Glas halb voll oder halb leer ist, ob ihr Vorsätze habt, die euch geholfen haben oder eher nicht. Ich freue mich auf eure Antworten.
Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen und ein Abo. Für mehr Psychologie-Tipps kommt ihr hier zum Instagram-Kanal Fühlen wir vom SWR. Die Moderatorinnen sind nämlich Psychologinnen und Therapeutinnen, also schaut da auf jeden Fall vorbei und sagt liebe Grüße von uns. Hier kommt ihr zu einem anderen Video von uns zum Thema Perfektionismus und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit am Start seid, denn wir sind ab jetzt wieder back, baby. Bis bald. Bye!